kann ich einen Preis finden, der einfach zu diesem Projekt eben auch passt, der komplett losgelöst ist von der Zeitkette eigentlich, in der man dann da ist. Und hier ist es wichtig, dass man versteht, dass der Preis nicht durch deine Zeit entsteht, sondern durch den Wert, den du dem Kunden, den du für den Kunden schaffst. Ja, die Zeit hat damit nichts zu tun, weil deine Zeit ist für mich sozusagen erstmal komplett egal. Deine Zeit hat für mich keinen Wert. Wenn du mir jetzt deine Zeit einfach zur Verfügung stellst, hat die für mich keinen Wert. Es sei denn, du machst irgendwas für mich mit dieser Zeit und das heißt, da ist ein Resultat, ein Ergebnis dann dafür, das für mich einen Wert hat. Das heißt, du mähst für mich zum Beispiel den Rasen, ja, du investierst deine Zeit, okay, aber für mich ist der eigentliche Wert, dass der Rasen gemäht ist und nicht, Und es ist dass ja du egal, dann, ob wie eine lange du Stunde es brauchst. gemäht wird oder 4 Stunden, Hauptsache das Genau, Ding ist gemäht, ja. ja. Und das muss man halt auch komplett verstehen, weil bei uns ist es genauso. Wenn du eine Website erstellst oder in welchem Bereich man sonst arbeitet, ja, ist es ja das Gleiche. Das heißt, der Kunde hat für sich einen bestimmten Nutzen, einen Wert in dieser Website. Und wenn man die optimiert, wenn man die verbessert, wenn man die komplett neu macht, dann hat es für ihn auch einen Wert. Das muss man verstehen. Das hat also gar nichts damit zu tun, ob du da lange für brauchst oder ob du da ganz schnell bist, sondern am Ende zählt das, was du halt dann launchst, was du veröffentlichst. Und das heißt, ich bepreise erstmal nicht die Zeit, ja, sondern das Resultat, das ich dann sozusagen mit meiner Arbeit für den Kunden auch erreiche. Bei mir war das so, dass und ich glaube viele andere auch, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach mal mit einem Stundensatz mit 50 € angefangen. Das war damals für mich in Ordnung und ich hatte auch Aufträge, wo das gut akzeptiert wurde sozusagen. Und das habe ich einfach auch so ein bisschen mitbekommen. Und hier ist es so, dass ich einfach dann als Freelancer gearbeitet habe, mehr im Designbereich, UI, UX-Design und so weiter. Und dann ja, war das so, dass man für bestimmte Aufgaben jetzt zum Beispiel irgendwie ja, eine ganze Woche gebraucht hat. Ja, sagen wir mal 40 Stunden, man hat irgendwie so einen ganz normalen 8-Stunden-Tag. Man arbeitet ja jetzt nicht immer irgendwie jeden Tag 8 Stunden die ganze Zeit an den Projekten, aber man hat dann, sage ich mal, 40 Stunden abgerechnet. Dann war ich irgendwie bei 2.000 € in der Woche zum Beispiel, ja, bei einem Auftrag. So, und das denkt man ja auch erstmal, wow, ist doch super, das ist super viel Geld und es ist enorm viel Geld, ich weiß. Aber das Problem ist eigentlich eher, dass man quasi irgendwann für diese Aufgaben, und da bin ich halt auch ziemlich schnell reingerannt, je mehr man dann diese Aufgaben wieder und wieder macht, desto mehr wird es so, dass man halt besser wird in dem, was man tut. Ja, man optimiert auch die Prozesse, die Tools werden viel besser. Wir haben ja jetzt heutzutage so immens viele Hilfestellungen, die man gar nicht bezahlen muss, ja, die da draußen irgendwie, die es einfach für jeden als Tool, als Werkzeug gibt, die man nutzen kann. Und dadurch wird natürlich die Geschwindigkeit, dass du Ergebnisse liefern kannst, auch viel schneller. Das heißt, ich habe dann für Aufgaben irgendwann nicht mehr 40 Stunden gebraucht, sondern habe das eigentlich in 30 Stunden erledigt. Und habe aber dem Kunden quasi das gleiche Resultat geliefert. Und das ist wichtig. Das heißt, ich habe das gleiche Ergebnis eigentlich geliefert in geringerer Zeit. Ich habe also weniger verdient, der Kunde hat aber das gleiche Ergebnis gehabt. Und genau zu dem Punkt fängst du dann an, dich mehr und mehr unter Wert zu verkaufen, dass du halt einfach merkst, okay, ich bin eigentlich besser geworden, aber werde dafür sozusagen bestraft. Einer, der zum Beispiel als Praktikant arbeitet und den gleichen Stundensatz hätte, ja, der würde sozusagen mehr verdienen als du, obwohl er gar nicht so viel drauf hätte, weil er einfach nur länger braucht für die Aufgaben. Und je nachdem, eben wie gut du bist oder je nachdem, wie lange man in bestimmten Bereichen arbeitet, geht es dann schneller oder nicht so schnell. Aber man merkt es, bei mir war das ziemlich schnell so, dass ich gemerkt habe, wow, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht mehr irgendwie eine ganze Woche für die 2 Unterseiten gebraucht, sondern habe irgendwie bestimmte Sachen an einem Tag erledigen können und es fließt einfach viel mehr und habe dann gemerkt, dass das eigentlich so bei mir gar nicht mehr so Sinn macht, das so abzurechnen, ja. Und dann könntest du dir jetzt denken, okay, gut, aber Jonas, wenn es dann so ist, du merkst, okay, du bist einfach schneller in den Dingen, dann erhöh doch einfach deinen Stundensatz. Und das ist so der natürliche Weg, den die meisten machen, dass man dann halt sagt, gut, dann gehe ich von 50 €, gehe ich dann mal auf 70 € und das ist auch fein. Ich glaube, diese Schritte, die kannst du auch machen. Sobald du aber dann auf die 80, 100 € gehst und so weiter, ja, dann kommst du in einen Bereich und du bist sowieso schon in dem Bereich, wo deine Kunden verlangen oder auch wenn du für Agenturen arbeitest, wo die verlangen, dass ihre Freelancer mit Stundensätzen arbeiten. Und dann kommst du eben in diesen Bereich, dass sie das ziemlich schnell vergleichen. Und das fand ich ein ziemlicher Nachteil, dass man halt gemerkt hat, okay, dann steht irgendwann nicht mehr diese Qualität der Arbeit im Vordergrund, sondern eigentlich eher der Preis. Und dann gucken sie einfach nur, okay, gut, der Jonas ist zwar gut, ja, aber der hat so einen hohen Stundensatz mittlerweile,
dann nehmen wir doch einfach lieber das fällt dem Kunden sowieso nicht so auf und dann sagt die Agentur, dann nehme ich lieber den Freelancer, der irgendwie halb so viel kostet. Eigentlich, was der Kunde will, ist so wenig Geld wie möglich ausgeben. Ist ja irgendwie auch verständlich, wenn man irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann will man einfach gerne auch Geld mal sparen, ja. Und was du willst, ist aber mehr Geld verdienen. Das sind zwei total unterschiedliche Richtungen. Das heißt, du müsstest möglichst lange da dran sitzen, ganz langsam arbeiten, um mehr zu verdienen. Und der Kunde will aber eigentlich, dass du ganz schnell arbeitest, damit er nicht so viel zahlen muss. Der will ja schon irgendwie wissen, wann wird es ungefähr fertig oder wie viel wird es ungefähr kosten. Aber das sind immer nur so Schätzungen, die meistens dann am Ende gar nicht zutreffen, weil du mit einem Stundensatz halt einfach dann daneben legst, wo man dann auch selbst mal irgendwie so, finde ich, unangenehm, wenn man einfach so ein bisschen mogelt, man denkt, okay, ich habe das jetzt ziemlich schnell gemacht. Also für das, was ich jetzt hier dem Kunden gleich schicke, kann ich jetzt nicht einfach nur eine Stunde aufschreiben, obwohl es eine Stunde gebraucht hat. Dann habe ich halt einfach 4 Stunden aufgeschrieben oder so. Und das sind so Business-Beziehungen, die ich finde, die beruhen dann nicht auf so einer Ehrlichkeit. Man fühlt sich irgendwie selbst auch schlecht. Ich glaube, jeder kennt es auch, der mal mit einem Stundensatz arbeitet, dass man auch manchmal total lange für Sachen gebraucht hat. Und dann hat man die wirklich so dokumentiert und im Hintergrund getrackt. Und am Ende geht es darum, eine Rechnung zu schreiben und man fühlt sich irgendwie total mies. Boah, das sieht jetzt irgendwie total viel aus und das sieht aus, als ob ich es gar nicht so drauf hätte, weil das so lange gebraucht hat und dann rechne ich das jetzt irgendwie mit so einem hohen Preis ab. Und das ist auch ein total unangenehmes Gefühl. Und was wir manchmal aber machen, was ich jetzt festgestellt habe, was ganz gut funktioniert, so Kunden, alte Kunden, die wieder um die Ecke kommen, die so Kleinigkeiten haben, wo einfach echt schwierig ist, wo man einfach im Prinzip nicht ein ordentlichen Paket, also bei Projekten, bei neuen immer Projektpreis, aber wenn manchmal so Kunden mit so kleinen Änderungen kommen und wir Kapazität haben oder so, dann geben wir denen einen Stundensatz, weil wir sagen, okay, keine Ahnung, wie lange das dauert, aber sonst im Prinzip nur so bei Einzelberatungsstunden oder so Mentoring oder solchen Sachen.